Ja, servus, live is live. René, grüße dich. Wie geht's dir? Ja, moin. Ja, Jo, ist alles gut. Mir geht's gut soweit. Die Sonne scheint. Ich war ein bisschen krank, tatsächlich. Also ein bisschen erkältet. Aber ich glaube, das hat jeden erwischt. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Die letzten Wochen, Monate, wollte ich bald sagen. Aber jetzt alles wieder top. Und bei dir so? Ja, vergleichbar halt, ne? Wetter ist wirklich schön. Die Bienen kommen jetzt auch langsam wieder raus. Das freut mich tatsächlich. Cool. Ja, tatsächlich, aber die erste Durchsicht, die muss noch warten. Da muss es noch ein bisschen wärmer werden. Also Durchsicht heißt Deckel auf, ne? Und dann mal gucken, wie es den Bienen so geht. Genau, aber so ansonsten alles super. Ich freue mich. Spannende Projekte. Microsoft haut ja gerade eine Information nach der anderen wieder raus, gerade zu meinem Thema, ne, zum Foundry-Thema. Da poste ich ja auch relativ fleißig auf LinkedIn, habe jetzt auch einen Artikel da veröffentlicht zum spannenden Thema, dass Agenten überwacht werden tatsächlich. Von daher, ja, spannend. Und ich habe ja Cool. mitbekommen, du hast ja auch was irgendwie wieder im Petto. Ne? Wir haben ja letztes Mal über Open Mirroring gesprochen in Kombination zu Fabric und ich glaube, heute hast du ein paar Updates dabei tatsächlich, worüber wir reden möchten, aber Genau. auch was Spannendes in Bezug auf SAP. Genau. Also ich habe heute zwei Themen mitgebracht im Prinzip. Thema eins, ja, Fabric Updates. Da werden wir mal ein bisschen drüber gehen. Also ich will mich so ein bisschen durchs Portal leiten lassen, wollte ich bald sagen. Zwei, drei Sachen zeigen. Eigentlich sind es zwei, aber gut, vielleicht auch drei, die so ein bisschen erwähnenswert sind. Es sind viele Dinge erwähnenswert. Also Fabric bietet sicherlich viel, viel mehr da noch. Aktuell ist ja auch die FabCon, ne? Also in Atlanta. Und da Genau. kommen ja minütlich neue News raus, wollte ich bald sagen, ist ein bisschen übertrieben. Aber heute Morgen die Keynote oder die jetzt gerade, ich weiß nicht, schon zu Ende ist oder noch läuft aktuell, da habe ich schon einiges rausgehört tatsächlich. Und Mhm. ich bin gespannt. Ich werde mal Zusammenfassung machen und vielleicht können wir im nächsten Podcast, Joris, das mal ein bisschen zusammenfassen und uns anhören, was da so schönes Neues ist, was im Fabric-Umfeld ist. Das Thema eins. Zweite Thema. Ja, da wäre das Thema SAP, was du schon gesagt hast. Ähm, Man kann natürlich auch SAP-Daten in Fabric integrieren und bringen. Ja, also es gibt da verschiedene Wege. Es gibt Drittanbieter Software, die bieten das sehr gut. Also die machen das auch sehr gut, vielleicht auch schon viel, viel länger als Microsoft das so macht. Aber es gibt natürlich auch einen Microsoft-Weg. Und den will ich einmal beschreiben und einmal zeigen, ja, wie sowas geht. Also wie man das machen kann. Ich habe da einen kleinen Use Case gebaut oder ein kleines Architekturdiagramm, wie so der Datenfluss ist. Habe da auch einen Artikel geschrieben, den können wir noch verlinken unter den Kommentaren vielleicht später. Ähm, Ansonsten würde ich das einfach mal zeigen, auch grob. Ich kann nicht jeden Schritt tatsächlich konfigurieren und zeigen. Dafür würde vermutlich auch die Zeit nicht reichen, weil man ja gewisse Dinge grundsätzlich auch immer genauer erklären muss. Aber grundsätzlich für eine richtige Übersicht, glaube ich, ähm, wäre das recht cool und würde ich dann mal zeigen, auf jeden Auf Fall. jeden Fall, auf jeden Fall. Mach das mal gerne. Auch natürlich, klar, logisch, du kannst nicht alles zeigen. Keiner hat mal eben eine SAP-Demo-Umgebung im Keller stehen halt. Ne? Ich Ja, glaube, du gehst da schon auf eine Demo-Umgebung auf jeden Fall drauf, aber trotzdem ja, sind da sensible Daten, die man nicht natürlich hier offen präsentieren kann. Aber trotzdem, du kannst ja einfach mal zeigen, wie der Prozess aussieht, ne, worauf man achten sollte vielleicht, wie es mit Skalierung aussieht etc. Da bin ich echt mal gespannt, was du uns da mitgebracht hast. genau. Fangen wir vielleicht mit den Fabric-Updates an, Gerne. würde ich sagen. Genau. So, dazu teile ich mal mein Bildschirm und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Bildschirm. So, jetzt muss ich mal gucken, wo das Ganze ist. Da ist Fabric. Da share ich das mal. Da ist ein Chrome-Tab, das passt. So, das müsstest du sehen. Ne? Jawohl. Also zumindest gehe ich von aus. Okay, so, das heißt, wir haben natürlich hier ein Workspace. So, das ist der SAP Workspace, da gehen wir mal nicht rein. Wir gehen mal hier in den Data Import Workspace. So, und in dem Workspace möchte ich mal ein paar Neuerungen zeigen. So, und das betrifft jetzt die Pipelines. Ja, ich mache mal eine neue Pipeline, erstelle ich mir mal hier über Pipeline. Das ist, wer Fabric so ein bisschen kennt, relativ easy. Die würde ich mal benennen.
erstellen. Das dauert ein paar Sekündchen. Dann ist das Ganze hoffentlich auch schnell da. Genau. So, wer jetzt Fabric ein bisschen kennt, der weiß jetzt, hier sind so sogenannte Aktivitäten, die du nutzen kannst. Ja, das ist erstmal eine kleine Vorauswahl, aber gibt hier auch unter Activities, findest du noch eine Menge mehr. Und dann gibt es hier so eine, ja, 3 Pünktchen, da kann man so ein bisschen gucken, was es noch so gibt. So, und jetzt zur ersten, also ich sag mal Neuerung, die hatte ich in einem LinkedIn-Post schon mal auch so ein bisschen publik gemacht. Das sind die sogenannten Lakehouse Wartung oder Maintenance, wie es hier steht. Dass man Lakehouse ja warten kann, also sprich so ein bisschen optimieren kann. Und wenn man sich das mal anguckt, das ging vorher nur über so APIs und RESTful APIs, über Notebooks oder andere Wege, um, ich sag mal, Lakehouse zu optimieren, die Tabellen, die Paketfiles zu optimieren, vielleicht auch Paketfiles zu löschen. Also all so eine Sachen, die da im Prinzip im Hintergrund laufen. Um das mal zu verstehen, gehe ich mal in so ein Lakehouse einfach rein, um das mal zu zeigen, was ich damit meine. Dann gehen wir mal in unser Silver Lakehouse. Und dann haben wir hier, habe ich schon mal aufgemacht, die Tabellen. Und wir haben ja gelernt, oder wir wissen ja, alles darunter sind ja sogenannte Delta-Paket-Files. Und wir sehen hier sogenannte Delta-Paket-Files. Das sind jetzt nicht viele. Das ist jetzt auch okay. Aber wenn man das nicht warten würde, also sprich, ich mal aufräumen würde, die Paketfiles miteinander kombiniert, also ein bisschen komprimiert, optimieren lässt, dann kommen hier ganz viele Paketfiles und ganz viele kleine Paketfiles nachher irgendwann, wenn man also immer wieder neue Daten lädt. Ne? Das wird so groß, dass natürlich die Performance irgendwann leiden kann. Und das ging vorher nur mit, ich sag mal, ja, nicht mit Bordmitteln ging es nicht. Es kam, ich sag mal, irgendwann mal hier unter, wenn man jetzt hier auf die 3 Pünktchen geht, auf Maintenance, kann man hier die sogenannte Run Optimize Command und das AppLevy Order kann man starten. Das ist eine Optimierungsvariante für Delta Tables, also in Lakehouse. Gehen wir jetzt nicht darauf ein, was das genau macht, das kann man vielleicht auch nochmal später machen. Und dann gibt es noch dieses Vakuum Command. Und Vakuum Command macht nichts anderes als, ich sag mal, die Paketfiles der letzten 7 Tage, also 7 Tage aufzubewahren und alles dahinter dann im Prinzip löschen zu lassen. Ja? Ne, im Prinzip, Okay. damit man ein bisschen aufräumt, auch Speicherplatz spart, etc. pp. Ne, steht ja hier in Set oder Sensor Retention, würde alles gelöscht. Im Prinzip. So, das ging hier auch lange Zeit nicht so, wie ich das jetzt hier zeige. Wenn man das automatisiert machen will, musste man das über sogenannte REST-APIs bauen. So, das ist ein bisschen doof. Ja? Deswegen gibt es jetzt in den Pipelines tatsächlich eine Möglichkeit, das Ganze zu triggern und zu schedulen. Ne? Also sprich hier so ein Schedule zu machen und dann das ausführen zu lassen. Und das ist relativ easy. Man holt sich so eine Aktivität da raus, man wählt sein Lakehouse aus, dann wählt man hier im Prinzip, ich wähle mal das Silver aus. Wenn ich ein Schema habe, kann ich das Schema angeben und wähle hier meine Tabelle aus und sage hier, ich möchte eine Optimierung laufen lassen, entweder V-Order, Z-Order. Und ich möchte ein Vakuum machen. Da muss ich eine Zeit vorgeben, wann die Retention Period ist. Und dann lasse ich das Ganze ausführen, sage ich jetzt mal. Ne? Im Prinzip easy Vorgang, easy going. Ja, das kann man jetzt, ist im Preview noch, ja, ist relativ frisch, ist aber, was soll ich sagen, jetzt möglich über eine Aktivität. Das ist das Erste, was ich zeigen wollte. Ne? Aber da gibt es auch gar nicht viel mehr zu sagen im Moment. Das ist so das Erste, was ich zeigen wollte. Genau. Also zu Lakehouse und Wartung. So, das zweite ist auch in den Aktivitäten und das ist das sogenannte den Refresh von einem SQL Endpoint. Ja. Es kann sein, wenn wir jetzt Daten laden, also ich sag mal Daten laden in einem Lakehouse, da liegen die erstmal als Paketfile vor und man greift ja, wenn wir jetzt im Lakehouse sind, als Beispiel, hier kann man hier auf den sogenannten SQL Endpoint gehen. Und dann ist es manchmal tatsächlich so, je nachdem, wie viele Daten man lädt und macht und tut, dass diese Daten noch gar nicht verfügbar sind im SQL Endpoint. Nur als Beispiel jetzt, ja. Und das heißt, ich habe hier im SQL Endpoint andere Daten als eigentlich hier. Also tendenziell müssten sie gleich, das geht. Und man kann jetzt das Ganze so ein bisschen beschleunigen, indem man hier das über den SQL Endpoint einfach refreshen lässt. Also ich gebe hier meine Endpoint-ID, das wäre dann hier mein
SQL Endpoint von Lakehouse Silver macht auch ganz normal hier einfach einen Run und dann läuft das. Dann wird er aktualisiert. Das könnte ich also nach einem, ich sag mal, sagen wir es mal so doof gesagt, ich habe hier eine Copy-Aktivität, hier zum Beispiel, ja, ich lade Daten von einer Quelle zu einer Destination. Destination wäre das Lakehouse. Und anschließend möchte ich aber, bevor ich sag mal die Daten weiterverarbeiten, möchte ich gerne, dass der SQL-Endpoint einmal aktualisiert wird, weil ich vielleicht den SQL-Endpoint für irgendwas benötige, für Power BI vielleicht aber auch in irgendwelchen Notebooks oder etc. pp. Ja? Das wäre ein Fall, warum man das hätte machen können, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Eine Frage dazu, das Refreshen macht Ja. man manuell oder kann man das auch irgendwie automatisieren? Nö, das automatisierst du natürlich auch über diese Pipeline. Das heißt, du könntest jetzt tendenziell hier unter Home, kannst du hier diese Pipeline, die wir hier haben, also nehmen wir mal ein Beispiel. Das würde so gehen, ja, als Beispiel jetzt. Wir haben ja verbunden, die beiden laufen. Wenn die beiden fertig sind, fängt erst der, ich sag mal, Refresh der SQL-Endpoint. Das kann man auch andersrum drehen. Vielleicht, das ist jetzt nur, das ist jetzt kein bestes Beispiel, was ich hier gerade gemacht habe. Ne? Kannst du hier über Schedule, kannst du halt einen Zeitplan machen. Dann wird diese, okay, ja. diese, ich sag mal, Pipeline zu dem ausgeführt. Hier by the minute, ne, alle 15 Minuten wird die ausgeführt. Ne, oder kann aber auch monthly, weekly, daily, hourly einstellen. Ne, und dann entsprechend das Ganze hier ja, automatisch ausführen lassen. Genau. Cool. Ja. Dritte Neuigkeit, die man hier gerade sieht, ist die sogenannte Failure Notification. Das heißt, ich kann hier eine E-Mail-Adresse hinterlegen, sage ich jetzt mal. Ne? Und diese E-Mail-Adresse würde dann benachrichtigt werden, wenn meine geschedulte, also mein Zeitplan, mal nicht ausgeführt wird. Okay. Ne? Das ist auch relativ neu, das gibt es noch gar nicht so lange. Und ja, das ist so die dritte Neuigkeit. Also sind jetzt, ich würde es mal so sagen, das mit den Failure ist vielleicht jetzt keine Riesenneuigkeit, aber das hier definitiv, das Lakehouse und den Refresh SQL Endpoint, da das wirklich nur über, ich sag mal, tatsächlich API-Schnittstellen ging vor, beziehungsweise manuell, was die Lakehouse angeht, finde ich schon sehr gut mittlerweile und kann auch echt sagen, dass das wirklich klasse ist. Dass Microsoft das implementiert. Es ist beides noch im Preview, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich irgendwann mal, wenn sie denn die Fehler wenn es denn überhaupt Fehler gibt, ausgemerzt haben, dass sie dann wirklich, wie soll ich sagen, da auf jeden Fall das freigeben und dass das dann GA wird. Genau, das zu Fabric Updates. Wir sehen es ja jetzt tatsächlich auch, ne? Ich glaube, das ist jetzt keine Stunde her, ne? Die Info, dass Fabric Agents jetzt auch tatsächlich, ne, general available ist und man es jetzt wirklich nutzen kann. Und ich glaube, das wird ein richtig spannendes Thema nochmal für Fabric-User, definitiv. Ich denke auch. Also Data Agents sind generell eine gute Sache. Also ich bin da fleißig am Testen tatsächlich, was den Data Agent angeht. Wenn wir noch Zeit haben, dann vielleicht können wir noch einen Blick drauf werfen. Gleich. Und dann geht es weiter. Aber das so mal so ein paar Minuten über Fabric Updates, was es so Neues gibt. Genau, es gibt sicherlich bestimmt jetzt in dem Moment bestimmt noch ein paar andere Neuerungen. Aber wie gesagt, das müssen wir mal zusammenfassen und dann würden wir das nochmal in einem separaten Meeting, Live-Call oder auch im Podcast in einer unserer, ich sag mal, Schnittstellen, wo wir unsere Sachen präsentieren, dann auch bekannt geben und zeigen. So je nachdem, was es ist. Ja, gerade jetzt die Themen natürlich, wenn die FabCon ist, glaube ich, mittlerweile vorbei halt, ja. Also da sind ja auch wahrscheinlich ganz viele neue. Die ist noch in Gang. Ach stimmt, ja, du hast ja gedacht, sind das 3 oder 4 Tage? Ich glaube, eigentlich, also es sind 4 mit dem, ich sag mal, das nennt sich immer so Partner- und Tutorial Day. Okay, ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest die FabCon Europa, die in Barcelona ist dieses Jahr, da gibt es einen sogenannten Tutorial Day oder Partner Day. Du kannst dich für das eine oder andere anmelden und dann gibt es 3 Tage Konferenz. Oh, krass. So ist es eigentlich. Ich glaube, 4 Tage müsste sie laufen. Auch in Atlanta. Da werden wir genug Informationen noch vorbereiten und dann präsentieren auf jeden Fall. Genau.
Okay, ja, das war Thema 1. Sag ich jetzt schon mal. Haben wir schon abgehakt, abgefrühstückt. Kommen wir jetzt zum Thema 2, SAP-Daten. So, da habe ich erstmal ein Architekturdiagramm tatsächlich, das ich einmal zeigen will. Auch wieder teilen. So, präsentieren. So, wo ist es denn? Das ist ein Window. Das ist das. Auch das solltest du jetzt eigentlich sehen. Mhm. Genau, so, das sieht ziemlich wild aus, finde ich. Als ich diese Zeichnung gebaut habe, aber ich habe es Spannend. versucht, so ein bisschen einfach zu machen. Ja, also, was haben wir vor? Also, wir wollen SAP, also S4 HANA oder SAP 4 HANA Daten wollen wir in Fabric integrieren. So, es gibt jetzt mehrere Wege. So, wie habe ich mein Konstrukt gebaut? Mein Konstrukt läuft folgendermaßen. Also, wir haben natürlich auf der linken Seite das On-Premise-System, also das S4, also SAP 4 HANA On-Premise. Das ist über den sogenannten SAP Cloud Connector, der hier drauf läuft, auf einer Azure VM. Das muss nicht so sein. Ja? In diesem Falle fungiert unser Azure VM, also hier ist Azure, betrifft den Azure, fungiert praktisch als so eine Art Proxy, der Mhm. dazwischen ist. Tendenziell kann natürlich dieser SAP Cloud Connector auch on-premise irgendwo liegen, auf einer VM, ja, und das Ganze herstellen. In meinem Fall ist es aber so, dass ich eine Azure VM habe, die in der Cloud liegt, die Verbindung zur SAP HANA über den SAP Cloud Connector hier hat. Ne? Also das ist die Verbindung. Das heißt, die Daten gehen von hier zum SAP Cloud Connector. Anschließend gehen sie zur sogenannten SAP Data Sphere. Das ist so ein bisschen das Online, ich sag mal, Datengrab würde ich jetzt, da würde man mich versteinigen wahrscheinlich, wenn ich das für SAP-Leute so sage. Nein, also so ein bisschen die Schnittstelle, um, ich sag mal, SAP-Daten oder ganz viele Datenquellen in SAP zu bringen. Die Data Mhm. Sphere, da kannst du halt Storage-Accounts anbinden, ach, alles Mögliche. Also das ist nicht nur, da kannst du wirklich viele, viele Daten miteinander kombinieren, sogenannte Data-Bilder, kannst du dann Replikationsflow bauen, kannst du Daten transformieren. Also so ein bisschen wie Fabric auch, muss man sich das Mhm. vorstellen. Das ist eigentlich nicht viel anders. Ne? Nur mit SAP halt. Also auch SAP bietet alles Mögliche, um seine Daten dort reinzubringen. Ich glaube, mehr zu SAP sagen würde ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ist nicht mein Spezialgebiet. Ich weiß das auf jeden Fall. So, genau, also die Daten gehen dann zu Data Sphere. Ja? So, und dann in Data Sphere baue ich einen sogenannten Replication Flow, so nennt sich das. Das zeige ich gleich auch alles in der Demo. Ne? Und der schreibt die Daten dann in einen sogenannten Azure Data Lake Gen 2. Den erstelle ich in Azure, mache die Connection zwischen diesen beiden, also der Data Sphere und den Data Lake Gen 2. Und die Daten werden da reingeschrieben. Das kann ich auch schedulen, also per Zeitplan machen. Das heißt, Mhm. ich kann dann sagen, bitte gib mir die Daten, ich sag mal, alle 10 Minuten, alle 20 Minuten. Und dann macht er das, dann schreibt er das da rein. Ja? So, dann kommt der eigentlich relativ einfache Teil. Und der einfache Teil ist tatsächlich, ich baue mir in Fabric ein Lakehouse. Das Lakehouse lasse ich mit einem Shortcut auf diesen Data Lake gehen und bekomme die Daten praktisch dann drin. Und dann gibt es ein sogenanntes Item. Und dieses Item ist eine sogenannte Mirrored SAP Database. Und dann werden die Daten da reingemirrored. Tendenziell könnte ich natürlich auch direkt auf das Lakehouse gehen und Daten dort abgreifen. Ich müsste also keine Mirrored Sub Database bauen, um die Daten zu nutzen. Ich mache das aber, weil dann die Daten vielleicht in noch einem anderen Format vorliegen und direkt dann nochmal, dass ich im Prinzip immer eine Aktualisierung bekomme ich natürlich hier auch, aber das ist im Prinzip das, was ich machen würde tatsächlich. Ne? Also im Prinzip Mirrored Subdatabase und wir haben ein Mirroring von SAP-Daten. Du kannst, das betrifft nicht nur SAP for HANA, sondern du kannst auch SAP SAP for Cloud anbinden und was auch immer. Also es gibt nicht nur die Möglichkeiten, sondern alles, was nicht alles, das darf ich nicht sagen. Es gibt verschiedene SAP-Umgebungen, die werden in, ich sag mal, Fabric unterstützt, was das Mirroring angeht.
Ja, und die Mhm. kannst du dann auch nutzen. Aber das mal zur Architektur, ja. Also im Prinzip einfach dargestellt. Wieso dieser Datenfluss ist. Also von On-Premise geht es über den Cloud Connector zu Datasphere. Datasphere schreibt es in Azure Data Lake Gen 2. Dann geht es über Shortcuts zu einem Lakehouse und der wiederum stellt praktisch die Mirrored Sub-Database zur Verfügung dann und der greift praktisch auf das Lakehouse zu und dann haben wir unsere Daten da. Das ist der Weg. Mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Fragen dazu. Ganz grob, die Datenmengen ist komplett egal wahrscheinlich, ne? Also grundsätzlich ist ja so, dass ja egal, was heißt denn egal? Sprechen wir von vielen Daten, großen Daten, also was sind viele Daten? Grundsätzlich ist ja so, bis zur Kapazitätsgrenze sind gemirrorde Daten in Fabric kostenfrei. Ja. So, jetzt haben wir natürlich hier noch den Zwischen Data Lake Gen 2, ne? Mhm. Der natürlich kostet, wenn da Daten drin sind. Ne? Aber grundsätzlich in Fabric sind gemirrorde Daten bis zur Kapazitätsgrenze kostenfrei. Mhm. Das heißt, nehmen wir an, eine F2 Capacity hat 2 Terabyte Free Mirrored Database. Also gemirrorde Daten frei, bis zu 2 Terabyte. Irgendwann ist sie natürlich voll. Ne? Ist natürlich klar, aber 2 Terabyte sind viel. F4 hat dann 4 Terabyte. F8, 8 Terabyte. Also immer, wenn er 64 hat, 64 Terabyte. Ne? Also im Prinzip betrifft aber nur Mirroring, wohlgemerkt. Wichtig, Okay. nur Mirroring. Ja. Wenn ich jetzt direkt in Lakehouse speichere, die Daten, dann kosten die Geld. Dann sind das praktisch Daten, die da drin liegen und die müssten dann bezahlt werden. Okay. Umso mehr sind. Ne? Aber das ist, steht in den Artikeln, aber nagel mich nicht fest. Sicherlich sollte man sich da nochmal genauer informieren, weil Microsoft ja auch gerne, wir wissen es selbst, wir kommen aus dem Microsoft-Kosmos, auch mal gewisse Ankündigungen macht, dass vielleicht auch irgendwo mal wieder Kosten entstehen. Auch für sowas. Deswegen, Stand jetzt, mein Stand ist, gemirrorde Daten sind kostenfrei. Ja, das ist echt spannend auf jeden Fall. Okay, so, das war schon mal Schritt 1. So, jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen die eine Seite an. So, und dazu habe ich natürlich eine VM. So, bevor ich jetzt weiter, ich sag mal, weiter teile, also jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir zu der VM im Prinzip, die, wo der SAP Cloud Connector drauf läuft. Okay? Mhm. So. So, dann gucke ich mal ran. Bildschirm teilen. Window. Das ist die SQL CDC. Du dürftest diese Maschine sehen. Mhm. Jetzt hole ich mir nochmal ein Passwort. Also ich melde mich am Cloud Connector an, um die Verbindung zu konfigurieren. Ich kann die Verbindung jetzt nicht konfigurieren, weil der hat also keine Verbindung zum SAP selbst, sondern das ist einfach nur eine Maschine, wo ich den Cloud Connector, also die Umgebung installiert habe. Ne? Also der richtige SAP Cloud Connector läuft auf einer Maschine, die ich so jetzt nicht zeigen könnte. Ne? Mhm. Ich hoffe, das ist soweit okay. So, aber wenn wir hier sind, haben wir im Prinzip nur ein paar Sachen. Da steht auch alles in meiner Dokumentation drin, die ich dazu erstellt habe. Wir würden als erstes erstmal einen sogenannten Sub-Account erstellen. Und diesen Sub-Account, ja, das kann man übergehen hier mit Proxy, würden wir manuell konfigurieren. Also das ist praktisch die Verbindung im Prinzip zum SAP Datasphere. Also hier kommen die Daten, ich sag mal, zum SAP Datasphere. Ja, hier trage ich die ein und dann haben wir eine Verbindung zum Datasphere. Das heißt, ich würde hier eine Region, also da, wo meine Region ist in meinem SAP, das ist nichts Geheimes hier. Können wir mal EU, gibt es sowas hier? Nehmen wir mal hier zum Beispiel AWS, CF, EU, HANA. So, dann gibt es einen Sub-Account. Ja? Der Sub-Account, den kann man sich dann rausholen. Das ist eine ID, ist das. Ja? Die kann man sich aus dem SAP Datasphere rausholen. Da gibt es eine Login-Mail, die man nutzen kann, ein Passwort, den man nutzen kann und eine Location-ID. Ja? Die Location-ID sollte mit der ID übereinstimmen, die man im SAP Datasphere angelegt hat. Das steht auch alles in meiner Dokumentation. Das ist wichtig. So. Und wenn man das gemacht hat, dann ist das Ganze am Laufen. Dann hat man eine Verbindung. Schon zum Datasphere und kann dann weitermachen.
So, wenn man die Verbindung zum Datasphere hat, ich kann das jetzt natürlich so nicht weiter verfolgen. Nee, Goethe nicht. Ich kann mal kurz was versuchen. Warte mal, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Die Region hatte ich ja. CF war das, ne? Oder machen wir mal EU. So, zack. Jetzt gehen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die Nummer, ob die passt. Ah, nee, passt nicht. Na gut, Login, Test, Cloud Connector. So nenne ich das Ding jetzt einfach mal, ja? Also das ist die Location-ID, die ich angegeben habe, wenn ich was erstelle und mache auf Finish. So, ja, klar. Geht im Moment nicht, weil ich keinen Zugriff drauf habe. Ja? Also funktioniert nicht. Ist aber nicht schlimm. Ist auch jetzt nicht entscheidend und nicht wichtig. So, wenn das soweit ist, geht man einen Schritt weiter und dann tauchen hier sogenannte Accounts ab. Und dann würde man die internen Ressourcen anbinden. Steht auch in meiner Dokumentation tatsächlich. Die wir theoretisch ja eigentlich auch aufrufen können. Wenn ich mir das jetzt gerade mal so zeige, dann zeige ich das doch mal. Hier der Step-by-Step-Guide. Jo, wir speichern das Ganze auf Weiterlesen. Hier die Requirements. Dann haben wir hier den Cloud Connector Install. Dann sehen wir hier im Prinzip das Ganze, wie ich das Ganze mache. Dann haben wir hier unter den Part Datasphere haben wir diese Sachen, ne, die wir hier sehen. Siehst du das? Ja, ne? Du siehst das? Ich sehe das, ja. Genau. Und dann, wenn man ein Bild weitergeht, sehen wir dann auch der Connector View, auch die Verbindung mit dem Datasphere und dem Cloud Connector. Ne? Das ist jetzt mal so das. Weil das sind so Sachen, die kann ich jetzt nicht zeigen. Ja, so, nächsten Teil hatte ich ja gesagt, die internen Systeme anbinden. Und das ist das Gleiche. Hier würden wir das Arbeitssystem anbinden. Dann gehen wir weiter, wir wählen das Protokoll, wir gehen hier weiter und weiter und weiter. Ne? Also im Prinzip, oh, die Verbindung spinnt gerade hier, glaube ich, ein bisschen. Ja. Ne? Und am Ende würden wir dann, ich sag mal, hier auch die Verbindung, das Protokoll, Finish, ja, das läuft dann auch. Und dann sind wir schon fertig. Und dann würden wir im Prinzip die, ja, ich sag mal, die internen Ressourcen, also die SAP-Systeme, wo wir darauf zugreifen können, anbinden. Ne? Und wenn man uns das mal anguckt, dann ist das zum Beispiel, würde das so am Ende dann mal aussehen. Hm? Okay? Ja. Ich gehe da mal grob drüber, weil das müsste man sich im Detail angucken. Jede Möglichkeiten müssen anders konfiguriert werden. Aber so wird das im Prinzip aussehen. Wie gesagt, diesen Artikel verlinke ich dann nochmal, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Genau, so, dann sind wir mit dem Cloud Connector fertig. Und wir können ins SAP Datasphere gehen, tatsächlich. Hast du noch Fragen soweit? Ich versuche mich gerade zu sortieren tatsächlich. Also das ist schon echt total mächtig natürlich dann auch halt. Ne? Ja, also, genau. Das ist definitiv so. Wenn ich so, jetzt komme ich mal. Ich habe zwar jetzt nicht so wirklich SAP-Ahnung, aber ich weiß natürlich, dass SAP-Umstellung keine Sache ist von 2 Wochen halt. Ne? Nein. Ich meine, mein Arbeitgeber hat selber ja versucht und im Endeffekt haben wir uns dann doch dann dagegen entschieden. Und ja, wenn ich mir vorstelle, wie viel Daten da dran hängen, einfach, ne, und wie einfach man das dann verknüpfen kann, ist das schon krass auf jeden Fall. So, du siehst jetzt sind wir im Datasphere. Ne? Im Prinzip habe ich hier 2 Connections, die habe ich schon angelegt. So, ich gehe mal an eine rein, hier unter Edit. Die eine Verbindung ist im Prinzip, weil jetzt muss ich die Verbindung zu meinem internen System, das ist nicht geheim, das ist alles gut hier, ne? Im Prinzip so ein paar Daten, die ich hier eingebe, und dann klicke ich auf Save und dann ist das alles gut. Anschließend, ich gehe da mal raus, muss ich das Ganze validieren und wenn ich die Validierung ist dann, ich will es mal so sagen, sagt dann irgendwann, ist alles toll und alles funktioniert und alles ist cool. So. Das gleiche mache ich mit meinem Azure Data Lake natürlich. Den binde ich ja auch als Connection an. Ne? Im Prinzip. Also ich habe jetzt die 2 Verbindungen angebunden. Ja? Das ist relativ, wie du siehst, straightforward, das ist easy. Das ist wirklich easy going. Wenn du jetzt eine neue Verbindung anlegen willst, kann ich ja mal machen, create. Und du siehst selbst, was es hier alles gibt, ne? Was man alles anbinden kann. Datenbanken. Ja, dann kann ich ja mal Data Lake einfach machen. Gen 2. So, dann gibst du hier deinen Storage Account Name, über was du gehst, über einen Signature Key OAuth2, je nachdem, was du hast, was du nutzen willst. Und dann ist das, gehst hier weiter und dann ist das gut. Dann hast du deinen Storage Account angebunden. Das ist alles. Mit dem, ich sag mal, SAP, und jetzt kannst du jetzt mal gucken, was man da alles anbinden kann. Wir können ja mal auf SAP gehen.
Ne, hier On-Premise, das habe ich genutzt in meinem Fall, ja, das On-Premise. Du kannst hier BW, ECC, Cloud, die Cloud-Variante von SAP S4 HANA, ja. Also im Prinzip jede Menge Möglichkeiten, gewisse Dinge anzubinden. So. In meinem Fall habe ich ja gesagt, das ist die SAP for HANA Testumgebung, das ist im Prinzip mein Data Lake. So, jetzt habe ich schon mal die zwei Komponenten, die praktisch nachher, wo ich den Daten hinschiebe. Okay? Easy. So, jetzt im nächsten Step sind noch ein paar Sachen zu tun. Übrigens hier unter System, Kommunikation, Administration ist auch noch was zu tun. Steht aber in der Doku am Anfang, was man machen muss. Unter Data Builder finde ich jetzt die Variante und kann einen sogenannten Flow, also ich habe hier mehrere Modelle oder Modelle ist Quatsch, Möglichkeiten. Das heißt, ich möchte aber einen neuen sogenannten Replication Flow bauen. Ich möchte also Daten von A nach B schieben. Das ist also eine Replication. So. Was mache ich hier? Ich wähle als erstes eine Quelle aus. Die Quelle, habe ich ja schon gesagt, ist meine SAP for HANA. Das ist schon mal das Erste. Ich gebe dir natürlich einen aussagekräftigen Namen, sage ich jetzt mal. Gehe auf Select Source. Und wenn ich Select Source mache, sehe ich auf die Daten, die ich zugreife. Und ich würde in meinem Fall die sogenannten CDS-Views wählen. Ja? Ich wähle die einfach mal auf Select. So, jetzt habe ich das. Im nächsten Step gehe ich auf die Objects. Ja? Wenn ich in den Objects bin, sehe ich alles Mögliche an Sachen. Du siehst das hier. Ich kann hier auf den Vertrieb gehen. Als Beispiel, ich wähle jetzt mal eine Vertriebsdatenbank aus. Ne? Ich sage hier den Verkauf. Als Beispiel. Dann scrollt er immer weiter runter, geht immer tiefer. Ich gehe auf die Kundenaufträge und suche mir jetzt mal die i.Sales Order als Beispiel. Gehe auf Next. Gehe auf Add Selection. So, jetzt prüft er das Ganze. Wenn er das Ganze geprüft hat, hoffe ich, macht er das jetzt. Hat er getan, alles toll. Funktioniert. Sonst kommt ein Fehler übrigens. Sagte dir, da stimmt was nicht. Ne? So, dann im nächsten Step, dann gehe ich hier auf dieses Target. Ja, und mein Target ist mein Gen2. Ne? Das alles. Select Container. Jetzt will ich meinen Container, wo ich das hinspeichern will. Der Container, den lege ich natürlich im Data Lake an. Ich will jetzt mal einfach SAP. So, und das ist schon alles. Jetzt kann ich das Ganze hier speichern, deployen und entsprechend auslösen. Und schedule natürlich. Und hier unten steht, gibt es eine Möglichkeit, das Ganze noch zu schedulen, wenn ich den deployed habe. Und dann läuft das Ding automatisch. Vielleicht wichtig zu wissen, hier unter Settings steht jetzt erstmal nur Initial Only. Da gibt es natürlich noch eine weitere Erweiterung. Das muss man im SAP auf den Datenbanken aktivieren oder unter den Tabellen, so nenne ich sie mal. Initial Only and Delta. Also Delta würde dann nur die Delta-Files übertragen. Ne? Er macht Initial und dann würde er im Prinzip nur die Delta-Files, also die veränderten Daten rüberschieben. Das ist hier nicht der Fall, weil das Testdaten sind. Das ist alles okay. Und das war's schon. Jetzt werden die Daten in mein entsprechendes Data Lake geschrieben und in meinem Data Lake kann ich sie dann weiterarbeiten. Das sieht folgendermaßen aus. So, im Prinzip. Jetzt kann ich aus dem Datasphere rausgehen. Stoppe ich mal wieder. Teile gleich den nächsten Bildschirm. Den nächsten Bildschirm alleine. So. Geh mal hier rein. Warte, Moment. Ist das alles okay? Ja. Warte. Das dürfte eigentlich alles okay sein. Das Storage, Container. So. Ja. Ganz kurz, René, der Heiko hat hier eine Anmerkung. Der Weg über Replication Flows aus der Datasphere wird meines Wissens extra lizenziert. Kannst du was dazu sagen? Ja, richtig, das ist korrekt. Man muss tatsächlich, das ist tatsächlich ein Zusatz, den man auf jeden Fall lizenzieren muss. Okay. Definitiv. Danke für die Anmerkung, das ist korrekt. Auf jeden Fall. Gut, dass du ein bisschen den Blick hast, wenn die eine oder andere Frage da kommt. Auf jeden Fall. Aber ja, er muss lizenziert werden und kostet auch Geld tatsächlich. Ne? Also muss man ein bisschen im Auge haben, hatte ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist korrekt, auf jeden Fall. So, genau, jetzt ganz kurz. Meine Daten liegen hier, wie du siehst. Ne? Also ich habe 3 Tabellen geladen, ich habe jetzt nur eine gezeigt, aber das sind die 3 Tabellen und wenn man da mal reingeht, sehen wir hier im Prinzip so ein bisschen
Toll, Microsoft. Initial, und das sind dann Paketfiles, die da im Hintergrund sind. Ne? Es müssen als Paketfiles abgespeichert werden und dann läuft das soweit. So, das ist alles. Das ist Schritt 1. Also Schritt 2 oder Schritt 1 SAP. Ja? Also SAP haben wir im Prinzip schon, ja, wie soll ich sagen, schon verhaftet. So, jetzt kommen wir zu Fabric. Mache ich das mal ein bisschen größer. Und in Fabric machen wir jetzt, können wir eigentlich auch das Window teilen. Ne? Ja, ich teile mal das Window. So, in Fabric machen wir jetzt Folgendes. Wir machen einen neuen Workspace. Also nehmen wir einfach mal W-Demo, WS-Demo. Ganz einfach. Wählen unser Trial aus, machen Apply. So. Im ersten Schritt habe ich gesagt, wir brauchen ein Lakehouse. Das machen wir hier drüber. Das Lakehouse, da gehe ich einfach mal, nenne ich Lakehouse Sub HANA. So, einfach nur so. Ist völlig egal jetzt. Hier auf Create. So. Das ist Schritt 1. So, und jetzt müssen wir ja im Prinzip das Ganze, hatte ich ja gesagt, durch einen Shortcut hinzufügen. So, ich würde hier unter Files, würde ich jetzt hier unter New Subfolder einfach nochmal einen Ordner SAP anlegen. Also das kann man auch auf dem Files-Ordner machen, das muss man hier nicht tun. Kann dann hier auf die 3 Pünktchen gehen und auf den New Shortcut machen. Machen wir New Shortcut. Jetzt gehen wir in den OneLake, da wo mein, ich sag mal, ich will es mal so sagen, meine ganzen Daten liegen. Gehe ich hier rein. Ja. Und im Prinzip, ach Quatsch, was mache ich für einen Unsinn? Im Prinzip New Shortcut und dann Azure Data Lake John 2. Sorry, kleiner Umweg. Und dann wählen wir hier unseren Storage Account aus, den wir angebunden haben. Normalerweise würde man hier eine neue Connection erstellen. Hier drüber, ne? Im Prinzip. Ich habe den aber schon mal hinzugefügt und das heißt, gehen wir hier rein, gehen auf Next. So, und dann zeigt er uns unsere Ordner ja im Azure Data Lake an. Das heißt, wir können jetzt hier reingucken und ich wähle den obersten Ordner an und gehe auf Next. So, jetzt kann ich den ganzen hier noch einen coolen Namen geben, wenn ich will, also einen anderen Namen und gehe auf Create. So, das ist Schritt 1. Und somit können wir jetzt theoretisch, wenn wir wollen, könnten wir hiermit schon arbeiten. Das heißt, hier könnten wir natürlich, wenn wir da mal reingehen, unter Initial sehen wir schon ein sogenanntes Paketfile. Das könnten wir schon theoretisch mit Notebooks etc., wir könnten es schon bearbeiten, wenn wir wollen. Wollen wir nicht. Wir wollen ja Mirroring haben. Das heißt, wir gehen wieder in unseren Workspace zurück. Da mal wieder rein und gehen hier auf New Item. Und ich suche mal nach SAP. Mirrored Sub. So. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, wieder straightforward. Total easy. Wir warten einen Moment. Ich hoffe, dass das jetzt gleich, wahrscheinlich wird gerade so viele neue Dinge geannounced, dass das hier ein bisschen langsam ist. Nein, Quatsch. SAP HANA, also das ist die Quelle, die ich jetzt auswähle. Oder mein Lakehouse meiner Wahl, das die SAP-Daten hat. So, und jetzt gehe ich zum Shortcut-Pass. Ja, also im Prinzip, das wird Microsoft bestimmt irgendwann nochmal ändern, da gehe ich von aus, in irgendeiner Form. Wähle meinen Ordner aus und wähle den Root-Ordner wirklich zu dem Shortcut, das ist den SAP Datasphere, also der Ordner in meinem Shortcut, mache OK, ich auf Next. So, jetzt gebe ich dieser Mirror Database tatsächlich noch ein paar coole Namen, meinetwegen SAP, ich nenne das mal Mirroring, ne? Und gehe auf Create Mirror Database. So, jetzt wird das Ganze, ich sag mal so, wird das angelegt und gemirrored. So, ne? Und im Prinzip können wir jetzt auch, also wenn das hier Ganze durch ist, wird das Ganze im Prinzip gleich angezeigt. Dann sieht das irgendwann mal, ich nur ein bisschen vorgreifen, so aus. Also wir gehen hier drauf, dann sieht das so aus. Ja, wir haben hier eine Mirrored ID, wir haben eine Source, wir haben eine Connection und wir haben Folder Path und dann hat man hier seine ganzen Tabellen. Und alles, was wir jetzt hinzufügen, theoretisch, auch in dem Replication Flow, wohlgemerkt, würde dann hier irgendwann auftauchen. Die Namen sind natürlich jetzt nicht so schön. Aber wie gesagt, im Prinzip, ja, zuletzt replicated 17.3., also heute, gestern, genau, ich habe es ja gestern ein bisschen den Testaufbau gemacht, wird das hier angezeigt. Ja? Also easygoing. So, das kann ich jetzt im Prinzip über den Analytics Endpoint hier
Im Prinzip einfach verarbeiten. Ne? Einfach abfragen. Kann er mit meinen Unfug treiben? Ich sehe hier meine Daten. Ne? Also alles im Prinzip, wie soll ich sagen, äh, relativ easy. Also man braucht jetzt gar nichts mehr machen. Also der große Mhm. Vorteil jetzt natürlich am Mirroring ist, er hat das schon in Tabellenform gebracht. Ne? Also im Ja. Prinzip ist es schon da, was wir brauchen. Ne? Brauchen also nicht mehr jetzt mit diesen, ich sag mal, Paket-Files, die jetzt in dem Data Lake drin liegen, arbeiten. Das heißt, wir sehen unsere Tabellen, die können wir jetzt verarbeiten, können wir jetzt weitermachen, ne, können die Connections entsprechend herstellen. Also easy, easy Vorgang, sage ich jetzt mal. Jetzt gehen wir nochmal zurück kurz, ob das mittlerweile auch da ist. Jetzt können wir ja wieder anfangen und wieder vorgreifen. Upsala. Power BI, Dashboard, ne? Ist ja alles möglich jetzt. Genau. Ist initialisiert, dauert noch einen Moment im Prinzip, aber es kann sein, dass ich weggehen. Ja. Im Prinzip sollte das gleich da auftauchen und dann haben wir das auch da. Aber grundsätzlich im Prinzip einfach, wenn wir jetzt hier auf die SAP-Daten gehen, wird das dann genauso wieder laufen. So, und jetzt kann man mit Notebooks drauf arbeiten. Mhm. Dann, wenn man das, ich sag mal, seine Daten schön gemacht hat, das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Lakehouse gebaut, das kann ich jetzt auch mal zeigen. Ich habe hier so ein Lakehouse. Ja? In dem Lakehouse sind zum einen natürlich die ganzen Tabellen, also die Tabellen, das ist ein Shortcut zu meiner Submirroring-Datenbank. Ne? Man sieht das, erkennt das hier auch so ein bisschen an diesem kleinen Zeichen. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Und habe dann im Prinzip den Silver Layer hier reingebaut und ja, die Daten so ein bisschen einfach verarbeitet, ja, im Prinzip. Und so ein bisschen schön gemacht, ein bisschen hier einfach so ein bisschen das alles aufgeräumt. So, und jetzt könnte ich weitermachen und dann so ein Code Layer berechnen durchführen, Aggregation nochmal durchführen, vielleicht für meine Business-User irgendwelche Sachen machen. Genau. Das ist ein Prinzip, ja, so einmal grob beschrieben, wie das Ganze funktioniert, ja. Also im Prinzip eigentlich ein relativ easy Vorgang, sag ich jetzt mal. Aber spannend halt. Was ich mir die gerade Frage stelle, ist, wir müssen aber trotzdem immer den Umweg über den Proxy gehen halt einfach, ne? Also direkt SAP anzapfen können wir jetzt aus Fabric tatsächlich nicht, ne? Nee, nee, mir ist ja jetzt kein Weg, also kein zumindest vernünftiger Weg bekannt. Also es gibt, wie gesagt, Drittanbieter-Software. Mhm. Wie die das machen, weiß ich nicht. Ein Begriff ist da tatsächlich Theobald. Ja, Mhm. die können das, aber ich weiß nicht, wie die das machen. Ja, Okay, also keine ja. Ahnung. Ich kenne tatsächlich nur diesen Weg, ähm, wie man das entsprechend extrahieren kann. Es gibt natürlich sogenannte ja, SAP-Konnektoren in Data Factory, soweit ich das weiß. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das auch hier in Fabric mittlerweile noch gibt. Mhm. Können wir mal Cloud ist es ja sowieso nicht. Ähm, also es SAP, ja gut, hier siehst du, ne, Outbound, man kann so ein bisschen was machen. Inwiefern diese, ich sag mal, Konnektoren da verwendbar sind, würde ich jetzt, also wenn wir jetzt hier Connection nehmen, gibt keine Konnektoren. Gibt es also diese Azure Data Factory, gibt es tatsächlich Konnektoren. Mhm. Für Fabric ist mir das jetzt so nicht bekannt. Das ist eigentlich der Weg, wie man, ich sag mal, SAP-Daten in Fabric spiegeln kann. Und man muss Ne? ja auch mal sagen, wirklich, ich meine, du hast es ja super erklärt, noch super gezeigt. Es ist ja tatsächlich wirklich kein Hexenwerk halt, ne? Also man kann das alles Nein, relativ kurzfristig ist, umsetzen einfach, ne? genau. Wenn man erstmal das wären die, ich sag mal, die SAP-Administratoren vielleicht bestätigen, ich weiß das nicht. Das ist tatsächlich, es war teilweise schon ein kleiner, ich will es mal so sagen, ein kleiner Krampf, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, um das Ganze so ein bisschen laufbar. Aber das war wahrscheinlich eher so ein bisschen, ich will nicht an Unwissenheit, ist Quatsch, aber ich musste einige Dokumentationen lesen, um das genau zu verstehen, was wir brauchen und was wir einstellen müssen. Ich sag mal, vielleicht ein SAP-Berater
hat das sicherlich vielleicht auch viel, viel schneller noch am Start. Wie gesagt, es gab ein paar Hürden, ein paar Mhm. Sachen, die man wirklich einstellen musste, die fand ich nicht sehr logisch, aber grundsätzlich hat das wunderbar funktioniert. Also, Mhm. im Prinzip, ne? Und, ja, also meines Erachtens coole Geschichte auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, genau, also im Prinzip könnte man jetzt mit den ganzen Daten weiterarbeiten, ne? Im Prinzip und 'n Data Agent draufsetzen, ja? Also im Prinzip könnte man das machen. Mhm. Ähm, wie gesagt, habe ich auch schon gemacht. 'N Data Agent können wir vielleicht äh, 'n paar Minütchen haben wir ja theoretisch noch. Vielleicht gehen wir da noch mal rein, wenn du willst, kurz. Ja. Ja, machen wir, ne? Gehen wir noch mal und holen uns die Daten im Prinzip vom Data Agent Ab Fabric. aber wir merken ja schon natürlich, klar, logisch, das Ziel von Ja, Microsoft ist natürlich, an alle Daten ranzukommen, egal von ja, welchem Hersteller halt, ne? Und da ja, werden immer weitere Konnektoren wahrscheinlich kommen und die absolut. Einrichtbarkeit wird auch natürlich immer benutzerfreundlicher. Das merken wir an allen Ecken und Kanten halt, ne? Also Foundry, ob Foundry oder Fabric, ne, das sind ja beides mittlerweile coole Plattformen halt, die wirklich sehr benutzerfreundlich sind halt und immer einfacher werden. Ja, Mal schauen, wo es definitiv. hinführt. Ja. Auf jeden Fall. So, ich habe mal hier das Data Agent, das stand heute Morgen noch Preview, hatten wir gesagt, ne? Und dann können wir hier im Prinzip einfach mal 'n Namen eingeben. Aber wie gesagt, heute Morgen stand da noch Preview. Können wir hier Create machen und uns den Agent erstellen. Du siehst selbst, ne, easy going. Jetzt, Mhm. wenn wir eine Datenquelle anbinden, ja, wir holen uns mal, wie heißt mal Lakehouse. Wie habe ich das genannt? Ist das LH1? Ich gucke mal kurz. Haben wir so viele Lakehäuser, müssen wir mal gucken, welches Lakehouse hier. Genau, hier haben wir das. Dann haben wir hier theoretisch zwei, ich sag mal, zwei Datenquellen, die wir anbinden. Und jetzt können wir dem ganzen Data Agent auch eine Frage stellen, theoretisch. Ne? Jetzt müsste ich mal kurz nachdenken, was wir hier. Give me all city names. Mal gucken, ob er das so checkt. Ne? Dann kann ich das ausführen. Und dann würde anhand der Daten, die ich hier, ich sag mal, drin habe, ne, also Mhm. hier im Prinzip, weil ich die hier angehakt habe, wird er jetzt die ganzen Daten im Prinzip analysieren, gucken, was City ist und wird mir jetzt eine Auflistung geben. Ja. Das Ganze geht jetzt über SQL, also wirklich Mhm. SQL-Skripte, ja. Ähm, das ist natürlich, guck mal, und da haben wir hier eine Liste an City-Namen, ne, im Prinzip. Und die gibt er uns. Und wenn man sich das jetzt mal aufklappt hier, dann sieht man hier Mhm. auch das SQL-Statement. Das ist jetzt easy. Ne? Select this thing from Silver Clean Customer Data. Das könnte ich jetzt nutzen. Ähm, ja, im Prinzip. Und das könnte ich ja meine weiteren Fragen stellen und das Ganze nachher publishen. Also hier publish entweder, also erstmal hier rein, ja. Mhm. Dann natürlich in das Copilot Studio, wenn ich will. Also im Prinzip kann ich es dann noch weiter verfügbar machen. Ich kann es sogar mit Foundry connecten, ja, also Microsoft Foundry, also auch das geht. Wie soll ich sagen, die Möglichkeiten sind ja fast grenzenlos, würde ich jetzt, das ist übertrieben, aber auch das hier funktioniert. Wichtig ist hier beim Agent tatsächlich, dass man erstmal Agents Instructions gibt. Also Mhm. wie funktioniert dieser Agent? Das Ja. heißt, wenn ich den aufrufe, zum Beispiel über Teams, ich kann den über Teams aufrufen, Mhm. dass er mir sagt, du, wenn du eine Frage stellst, stell die Fragen bitte so und so, ne, Mhm. damit du das immer weißt. Dann gibt es für jede oder für, ich sag mal, für jeden, für die Möglichkeit, Entschuldigung, hier gibt es sogenannte, das sind natürlich jetzt keine, jetzt muss ich kurz nachdenken, Data Source Instructions, Entschuldigung. Mhm. Data Source Extraction, muss ich da umsuchen. Und da gebe ich ihm jetzt vor, was für Daten ich habe. Also ich habe Sales-Daten, ich habe Customer-Daten, damit der Data Agent weiß im Prinzip, ähm, worauf er vielleicht auf welche Tabelle er muss. Mhm. Ne? Ne? So, jetzt, das Ganze läuft über SQL hier. Also wenn ich das so anbinde über SQL. Es geht aber auch, zum Beispiel Semantic Models gehen auch, die zum Beispiel für Power BI dir
benutzt werden. Da würde dann DAX im Hintergrund laufen. Der wird eine DAX-Sprache dann nutzen und im Prinzip dann das Semantic Model nutzen. Ne? Also es geht auch. Also für Power BI-Fans, sag ich mal, ihr habt ein Datenmodell entwickelt für Power BI und ihr könnten hier diesen Data Agent auf das Semantic Model setzen und dann würden wir da entsprechende ja, auch Abfragen draufstellen können oder Fragen draufstellen können oder würde dann im Prinzip aber DAX nutzen. Also die DAX-Sprache für Power BI. Ne? Im Prinzip, genau. Ja, kleiner Überblick. Ne? Also wir merken halt auch, die Verknüpfung von Agenten innerhalb der Microsoft-Familie halt. Ne? Also ich habe ja jetzt auch schon wieder zum Beispiel einen Agenten, ein Agent in Foundry angelegt halt, ne, mit einer Wissensdatenbank, also ein RAG-System quasi, habe das veröffentlicht und habe es aber dann in Copilot Studio integriert quasi, ja, um es dann wiederum hier weiter zu verarbeiten. Und man merkt halt, egal wo man Agenten mittlerweile in Microsoft Cosmos anlegt, man kann sie fast überall weiterverwenden halt und das macht das alles so mächtig auch aus meiner Sicht und spannend. Ne? definitiv. Also gerade was die Agenten angeht, ne? Klar. Ja, also im Prinzip, wie gesagt, der SAP-Teil, den hatte ich ja schon mal so als kleine Zusammenfassung gesagt. Ich fand den SAP-Teil natürlich schwieriger, weil ich den Fabric-Teil natürlich kenne und mich da auskenne. Aber grundsätzlich hat das alles wunderbar funktioniert. Also die Datenintegration, ja. Ob man das so nun machen will oder so machen will, ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Also Miron von SAP-Daten ist ein easygoing Weg. Wenn man das einmal fertig eingerichtet hat, wie gesagt, auch wichtig der Hinweis, natürlich diese Replication Flows, wenn man das nutzen will, es muss lizenziert werden über SAP. Also ich würde ganz kurz nochmal der Heiko hat ja auch einige Kommentare noch hinterlassen. Ich würde dir ganz kurz mal was vorlesen. Er sagte, ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie und in welchem Setup der Replication Flow in Zukunft Anwendung findet. Vor allem im Hinblick auf die Ankündigung von BDC Connect in Richtung Fabric zu Q3. Auch wie sich das in die letzten Änderungen der TOS bei der Datasphere einfügt. Ja. Also es wird spannend bleiben auf jeden Fall. Definitiv, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch gerne, wenn, das wollen wir ja auch, wenn solche Sachen mal sind, auch wir kommen ja nicht vom SAP, also aus dem SAP-Umfeld, sage ich jetzt mal. Wenn wirklich so Sachen sind, gerne auch mal Kommentare lassen. Und das freut uns ja auch, dass da mal also mitgewirkt wird. Dass die Leute da aktiv dran teilnehmen und sagen, hey, da gibt es vielleicht noch einen Hinweis und da gibt es noch einen Hinweis. Also da sind wir völlig offen, wir beide. Und gerade in Richtung SAP, das ist für mich so eine kleine Blackbox, für dich wahrscheinlich auch, weil wir da nichts mehr zu tun haben oder weniger zu tun haben. Wir extrahieren Daten aus SAP, okay, das ist in Ordnung, aber wir arbeiten da ja nicht jetzt aktiv drauf und deswegen, wie gesagt, ist es immer schön, wenn wir da auf jeden Fall so ein bisschen Input kriegen und ja, dass da Leute mitgestalten und mitwirken und vor allen Dingen auch mit drüber sprechen. Finde ich gut, auf jeden Fall. Ja, ich auch, Perfekt. definitiv. Genau. Ja. Wir werden das alles noch ein bisschen optimieren natürlich, also mit Kommentareinblendung, das wird zukünftig auch bei unseren Live-Talks mal, denke ich mal, eingeblendet werden und vieles mehr. Aber was René sagte, ich glaube, wir wollen unsere Erfahrungen der Community weiterreichen und genau das Gegenteil ist auch der Fall. Ne? Wenn ihr Best Practice habt, wenn ihr Feedback habt, was läuft nicht gut, dann einfach kommentieren. Wir werden natürlich das Video auch auf YouTube veröffentlichen bei uns im Kanal. Das heißt, da hat man auch dann die Möglichkeit, natürlich frei zu diskutieren, wie man es gerne möchte. Und genau, da freuen wir uns natürlich, wenn da ein bisschen Aktivität angestoßen wird. Genau. Punktlandung fast. Ja, René, vielleicht, wir können ja mal überlegen, was in den nächsten Themenpunkten, also ich habe ja auch vieles, was im Microsoft Foundry-Bereich jetzt wieder an Neuigkeiten rausgekommen ist. Gefühlt ist das täglich was Neues. Ja, es wird ja, wie ich immer schon sage, immer am offenen Herzen operiert. Ne? Man sieht dann eben plötzlich ein neues Icon, eine neue Funktion, alles oder vieles in Preview-Variante tatsächlich, aber zum Testen natürlich für uns genial und das würden wir euch dann in Zukunft auf jeden Fall zeigen. Das nächste Mal haben wir geplant, einen Podcast tatsächlich aufzusetzen. Genau, die Themenrahmen müssen wir uns nochmal abstecken. Vielleicht machen wir
FabCon-Update, irgendwie sowas. Ja, da wird, Ja, wäre glaube cool, ich, ne? einiges sein, auf jeden Fall, genau. Und was auch spannend ist oder was auch wichtig ist, wir haben heute den 18.03. tatsächlich. Nächste Woche, Donnerstag und Freitag, ist in Münster die Data Unplugged. Da sind wir beide auch vor Ort. Wenn ihr ebenfalls Ja, da seid, kommt gerne vorbei, connectet euch mit uns, lasst uns austauschen. Ich glaube, das ist auch ein wunderbares Event. 2 Tage lang nur Data- und AI-Experten. Das größte Event Europas mittlerweile, wie ich gehört habe. Und von daher würden wir uns freuen, wenn wir uns vor Ort sehen könnten, auf jeden Fall. Ansonsten, genau. René, ja, ich sag schon mal von meiner Seite vielen lieben Dank. Das hat mir heute wirklich mal meinen SAP-Horizont wieder ein bisschen erweitert, der recht kurz ist. Okay, cool. Aber von daher mega, danke und Gerne, genau, gerne. das war echt spannend auf jeden Fall. Ja, cool. Dann ja, verabschiede ich mich auch, würde ich sagen, ne? Und wünsche ja, fast 18 Uhr Ortszeit, natürlich einen schönen Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vor allem fürs Kommentieren und Mitwirken. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in einer der nächsten, ich sag mal, vielleicht Livestreams, vielleicht sehen wir uns auch auf der Data Unplugged. Ne? Also es wäre cool, also diejenigen, die vielleicht da sind. Und würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Also haut rein und Ebenfalls. bis dahin. Tschüss. Servus.